Ja, 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 ja. Aha, aha. Die Ladentante von nebenan. Es bleibt nur noch eine Person, die Obsthändlerin. Ja, die kommen. Ah, da kommt er ja schon. Guckt ihn euch an, Freunde. We have to wait for him to sleep it off. Ist halt He's besorgt. all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. Ich I wonder weiß what his wie. wife used to do. He must have scared the customers away. Wisst ihr auch wie Chat? It's Alice Ascher's notebook. Ah, that's interesting. It probably contains information about our possible debtors and creditors. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Ascher regularly gave money to her alcoholic husband. A box of new stockings. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, ne? Eben, das hat. Okay, aber das ist jetzt ab. Also hier steht jetzt. Weil ich verstehe nicht wie. Bei manchen Orten kommt das noch von Null. That's interesting. It probably contains information about our possible debtors and Und auch. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. 52. Mrs. Ascher regularly gave money to her alcoholic husband. 20.05. Hier ist jetzt 2 von 2. Okay, warte mal. Guck jetzt mal. Ich muss etwas in Erfahrung bringen. Ich will es wissen, spielmechanisch. Nothing suggests any sign of a fight. Okay, das ist weg. Weg. Okay, hier ist auch 3 von 3. Sorry, Freunde, ich muss es einfach verstehen. Einfach verstehen. Fakt hab hier. Weil hier. Mrs. Ascher lived very simply. Jetzt ist wieder. Okay. Vorhin konnte ich ja hier nochmal. Mrs. Ascher lived very simply. I don't know, dude. Schnauz nochmal, guck. Ja, ich dachte eben, vielleicht hätte ich da auch vorhin nicht X gedrückt gehabt und deswegen nicht die ganze Info mitgenommen. Ich ja schon, aber der Typ, mein Charakter im Spiel. Dann halt Kacke. Okay, sie schuldete Alice Ascher 10 Pfund. Wo ist mein Geld? 60er. Wir holen jetzt diesen Essig, ja? Essig. 3. Aber wenn sie so arm war, wie hat sie ihre Mann dann können finanzieren? Ja, mit wenig halt. Die hat halt auch. A bottle of poor quality vinegar. Damit, ja. The smell could awaken the dead. Wir brauchen den. Können wir den mitnehmen jetzt? Wieso? Was? Das ist doch Kacke. Beides Kacke. Wieso verdorbenes Obst? Wissen wir nicht. Wissen wir das? Nicht die Mörderin, das würde auch keinen Sinn machen, aber vielleicht kriegen wir dann irgendwie was raus von ihr, aber das war ich. Your fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear.
Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you. But I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Ja, wir haben die einfach ein bisschen einschüchtern müssen, aber irgendwie... Nein. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Erdbeermann. Ja, aber das ist die Frage. War sie wirklich nicht da oder hat sie einfach nicht gesehen, da hinten liegen? Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was Okay, a das railway Buch lag guide schon on da. the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? Franz, her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Ascher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Ja, hast ja recht. Kann ich jetzt diesen Essig mitnehmen oder nicht? I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Gut. Let us now try and get our brain cells to work. Neuer Gegenstand. Wir können jetzt das wieder Braincellen. Können wir dieses Zeitfenster verkleinern? Ja, jetzt können wir eben. Die Obsthändler hat niemanden um 18 Uhr im Laden gesehen, ja? Niemanden. Ja, eben, aber die wurde ja 17:30 noch lebend gesehen. Das ist ja schon eingeschränkt. Eine halbe Stunde nur noch. Das oder das? Kein Kursbuch in... Das ist doch das, oder? Was nehmen wir denn jetzt, Freunde? Das nicht? Können wir das Zeitfenster einschränken? Das letzte. Die Leiche konnte aufgrund der Theke vom Eingang des Tabakladens aus nicht gesehen werden. Ja, sie konnte nicht gesehen werden. Okay. Ja, das war mir klar, aber ich wollte... Okay. Gut. Gut, wir haben sie eingeschränkt. Strawberries! Gut, was haben wir jetzt noch? Franz befragen und... Gut, wir haben natürlich hier die Infos. Zugekriegt. Das letzte. Oha. Erstmal mit den Typen kurz sprechen. The priority is to question Asher. Okay, dann halt nicht. Sagt er wahrscheinlich auch bei dem. The priority is not in any condition to be questioned. Nehmen wir halt hier diesen Essig. Wie mache ich das nochmal?
So. Okay, wir wollten den noch angucken. Ja. Wir nehmen den. Wie geht das nochmal? Steuerung, ja? Oder steh nicht ins Bild jetzt. Ah. Benutzen. Dann mit rechts. So. Riechsalz. Das ist wie Riechsalz. Strawberry. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Ascher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbors and... Mutig. No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Ascher before he falls asleep again. So, wir befragen den Typen jetzt. Gucken uns an. This man is in rather a bad state. Warum hat er denn Blut an den Lippen? An der Lippe. Aufgeplatzt. Er hat sich geprügelt. Er zerrissen. Wir können auch nicht mehr als 3, ne? This man has been fighting and he smells of alcohol. Ich kenne auch nicht mehr als 3, es sind immer 3. Er hat am Hinterkopf der Toten geschlappert. So, eine Zigarette anbieten, ihn beschuldigen, seine Frau bedroht zu haben, fragen, was er gestern Abend gemacht hat. Wir bieten ihm erstmal eine Zigarette an, ne? What's that? Scented cigarettes? No thanks. Bien. Okay. I was trying to be friendly, but you are quite right. Let us get down to business. You threatened to kill your wife, and now she is dead. So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. So, if things were going so well with your wife, why did you not live with her? She was the one that left. Nothing to do with me, sir. Er raucht nicht. Fragen, ob seine Frau einen Geliebten hatte. Ja, oder soll nicht scheiße. Ah, women are flighty creatures. Did she run away with another man? Flighty? You talk funny. One thing for sure, if my wife was seeing another man, I'd have given her a good beating. Interesting. And what were you doing yesterday at the end of the afternoon? Can't recall. Der klingt echt nicht wie ein Deutscher, oder? Höflich ja, naja. Ihn beschuldigen, betrunken zu sein. Ist offensichtlich. Höflich das geht, glaube ich, nicht. Wir beschuldigen ihn. Drinking again. The occasional slap, sir. That's all. And you cannot even remember how you ripped the coat? I got it stuck in a door. Sich lustig über ihn machen, weil er verhauen wurde. Ihn beschuldigen, sich geschlagen zu haben. Ja, der hat sich geschlagen. Ich meine, der hat eine... Komm, wir machen uns lustig jetzt. Someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. Roderick we bet on a dog Tanner. fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. Ist das sein See, I Alibi? couldn't have killed my wife. Ist das sein Alibi, Freunde? Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap.
One thing is certain, Ascher was a ruffian who used to beat his wife. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Rekonstruieren Sie den Verlauf des Verbrechens, indem Sie die möglichen Aktionen des Mörders auswählen. Ich kriege ja immer diese Ego-Punkte. Diese Ego-Punkte, oder heißen die? Und immer, ich glaube, ich kriege mehr, wenn ich das Richtige auswähle. Also so wie halt der Charakter, also wie heißt er nochmal? Poirot. Ich weiß, ich habe den Nachnamen, den Vornamen schon vergessen. Wer ist der? Auf jeden Fall kriege ich 3 Punkte, wenn ich so mache, wie er es machen würde, und sonst nur einer. Das ist so, da kann man so ein bisschen gucken, ob man richtig ist, denke ich. Man dann 3 kriegt. Hercule! Wie kann man denn das vergessen? Okay. Er entert den Job, ja. Eigentlich könnte man... Nein, der muss ja noch das Buch platzieren. Da kann er auch nachher tun. Ich weiß nicht. Chat! Dreieck. Er greift nicht direkt einfach so an, oder? Das wäre blöd. Geht näher. Mrs. Ascher turns around to greet her customer. Weil sie muss ja noch nach Zigaretten greifen. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Umdrehen. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Mon cher. Oder, Freunde? Das haben wir richtig gemacht. Haben wir gut. Haben wir hingekriegt. Ascher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Ascher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it. The murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Nothing. Gut, wir haben's. Okay, wir haben die erste Kapitel. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot, and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. Wird bald wieder zuschlagen. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. So, ey, ich würde mich eigentlich auch noch... Ich frage mich, ich kann ja diese Schnauze freispielen, ne? Kann ich mich ändern? Das ist immer noch das, ne? Immer noch, okay. Den Brief lesen! Welchen Brief? Den Brief. Hier haben wir auch Zeug.
Duft ist gut. Ah, some cool hair. Herzlich. Okay. It is not the right time. It is not the right time. Ja, ist ja gut. Halt. Nein, die Belohnung. Ich check. Okay. Gucken uns einfach alles an, weil, oder? Wir wollen ja nichts verpassen. Wäre ja schade. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, murder of a tobacconist. Zeitung, was ist denn das? Zeitung schreiben, okay. Ist nicht unangenehm. Können wir hier tun? Können wir hier was tun? Kärtchen.